Hallo, ich heiße Viktoria. Normalerweise moderiere ich den Podcast Auf einen Kaffee mit, wo ich mit ProfessorInnen unserer Uni spreche. Heute bin ich aber da, um euch den Studienstart ein bisschen zu erleichtern. Ich weiß nämlich noch, dass ich das damals alles fürchterlich verwirrend fand. Um die wichtigsten Fragen zu beantworten, treffe ich mich heute aber mit Herrn Professor Gläser. Der ist an der Uni Leipzig Prorektor für Talententwicklung. Schönen guten Tag, Herr Gläser. Schönen guten Tag. Ja, also mein Studienstart ist damals ein bisschen holprig verlaufen. Ich bin ja 2020 an die Uni Leipzig gekommen. Da waren nicht besonders viele Einführungsveranstaltungen. Ich habe eigentlich 3 Semester gebraucht, bis ich die Uni mal von innen gesehen habe. Bei Ihnen lief es sicherlich ganz anders. Wie war denn Ihr Studienstart? Ja, das sind ganz andere Bedingungen. Ich freue mich aber, dass Sie es trotzdem durchgezogen haben, dran geblieben sind. Ganz toll. Ja, bei mir damals war das mein erstes Jahr außerhalb des Elternhauses. Und ich habe ein eigenes Zimmer beziehen können, Toilette und Bad auf dem Gang, aber mir meine eigene Lernwelt und Lehrwelt erarbeiten können. Das war eine ganz großartige Zeit, viel Selbstständigkeit und auch viel Freude an dem Studienfach. Ja, ich muss sagen, bei mir war es auch das erste Jahr, wo ich alleine gelebt habe, direkt so nach dem Abitur. Und ich war erstmal sehr überfordert. Also ich war da frisch 18 geworden und das war irgendwie sehr viel auf einmal für mich. Können Sie vielleicht sagen, was erwartet denn die neuen Studierenden an der Uni Leipzig? Ja, die Uni Leipzig ist ja sehr vielfältig. Es erwartet sie viele Angebote. Es erwartet sie motivierte und kenntnisreiche Dozierende. Neben den eigentlichen Studieninhalten ein breites Angebot an Sprachen, Musik, Freizeittätigkeiten, Sport und ganz wichtig die Möglichkeit, eigenständig zu studieren. Gibt es da irgendwelche Einführungsveranstaltungen, die ich jetzt nicht hatte damals, 2020? Ja, das ist tatsächlich so. Wir planen jetzt einen Einführungstag für alle, den zentralen Einführungstag am 4. Oktober, eine ganze Einführungswoche in den Fakultäten, an den Instituten, bei denen sich die Studierenden informieren können, was genau jetzt an Organisation, an den wichtigsten Veranstaltungen notwendig ist und hilfreich ist, unbedingt empfehlenswert. Und natürlich ganz wichtig, auch jetzt schon zu erwähnen, die Immatrikulationsfeier im Gewandhaus hier gleich hinter uns. Es gibt auch eine App, habe ich gehört, zum Studienstart. Ganz korrekt. Zum ersten Mal machen wir eine Studienstart-App, über die die Angebote der Uni für alle Studierenden auch zugänglich sind und Informationen holen kann. Sehr niedrigschwellig und für alle gut. Ja, also es kommt viel zu auf die zukünftigen Erstsemester. Haben Sie irgendwelche Tipps zum Studienstart? Natürlich kommt viel auf Sie zu, aber es kommt auch viel Interessantes und Spannendes auf Sie zu. Meine Tipps wären, lernen Sie Ihre Kommilitonen und Kommilitonen kennen. Zusammen lernt man einfacher als allein. Man kann sich ergänzen, man kann sich unterstützen. Zweitens, lernen Sie von den erfahrenen Studierenden, die 1 Jahr, 3 Jahre schon über einem sind, vor allem aus den Fachschaftsräten. Und drittens, neben dem Studium gibt es auch noch anderes, nämlich ein interessantes Campusleben, das wir jetzt auch wieder in Präsenz genießen können. Wird Ihnen sicher genauso gehen wie mir auch. Wir freuen uns, dass wir hier wieder in Person zusammenkommen können. Das wird auch den jetzigen Studierenden sicher gut gefallen und sie weiterbringen. Ja, also ich habe auch viele Erfahrungen machen müssen zum Studienstart, nicht alle unbedingt angenehm. Also ich war am Anfang, wie gesagt, sehr überfordert, aber ja, ich würde eigentlich auch empfehlen, seid nicht so streng mit euch irgendwie. Also am Anfang ist die Organisation auch ganz anders als in der Schule, aber meistens, es gibt ja immer Ansprechpersonen und die sind meistens auch nett. Also man kommt schon weit, wenn man einfach mal eine nette E-Mail schreibt. Ja, und da würde ich auch ganz gerne noch ergänzen, es gibt tolle Angebote der Studienberatung. Und die sollte man nutzen, nicht erst, wenn man Probleme hat, sondern schon früh, einfach um Rat zu bekommen, was kann man tun, mit wem rede ich, was sind meine Ansprechpartner und in welchen Fällen das hilft. Und dafür sind die auch da, das machen die sehr gerne. Und das sind ganz tolle Mitarbeitende, ebenfalls gleich hier am Augustusplatz. Ansprechpartner, Anlaufstelle, die man nutzen sollte. Ja, auf jeden Fall.
Für viele, die jetzt an der Uni Leipzig neu studieren, ist es ja nicht nur praktisch der Start in einen neuen Lebensabschnitt ins Studium, sondern auch ein Start in einer neuen Stadt. Haben Sie irgendwie einen Lieblingsort in Leipzig, den Sie empfehlen können? Ja, das ist schwer, weil ich da mehrere eigentlich hätte. Aber ich möchte einen ganz besonders hervorheben, und zwar im Botanischen Garten. Da gibt es den sogenannten Apothekergarten. Sehr ruhig, sehr schöne Pflanzen, Brunnen in der Mitte. Einer meiner Lieblingsorte, den ich allen nur ans Herz legen kann. Unbedingt mal den Botanischen Garten, einen der ältesten Apothekergärten in Deutschland überhaupt. Ja, ich muss auch sagen, ich war neulich tatsächlich im Botanischen Garten und ich fand es war wirklich einer der friedlichsten Orte, die ich in Leipzig gesehen habe. Also wenn das Studium mal zu stressig wird, auf jeden Fall in den Botanischen Garten gehen. Ja, ich muss sagen, ich habe auch noch ein bisschen Hunger. Haben Sie schon zu Mittag gegessen? Nein, heute noch nicht. Aber dann lassen Sie uns doch gemeinsam in die Mensa gehen, die ist ja gleich hier. Das machen wir und suchen uns was Schönes aus. Perfekt. Haben Sie ein Lieblingsessen in der Mensa? Ja, auch. Und zwar Nudeln mit der roten Soße und gemischten Käse. Der Mensa-Klassiker. Ja, das Pasta Radies.